Versetzen Sie sich in eine Welt lange vor unserer Zeit, unter einen Nachthimmel, der von moderner Lichtverschmutzung noch völlig unberührt ist. Keine Straßenlaternen, keine am Horizont glühenden Städte, nur Milliarden von Sternen, die wie uralte Diamanten in der samtigen, undurchdringlichen Dunkelheit brennen. Für uns ist dies ein atemberaubender Anblick. Aber für die Menschen, die vor 3200 Jahren in Mesopotamien lebten, dem Land zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat, war der Nachthimmel weit mehr als nur schön. Für die Sumerer und ihre Nachfolger war er eine gewaltige, göttliche Landkarte. Jeder Stern, jeder wandernde Planet, jede Mondphase trug eine tiefere Bedeutung in sich. Die Priester, die als die ersten Astronomen der Welt dienten, glaubten fest daran, dass der Himmel die in den Kosmos geschriebene Sprache der Götter war. Diese Zeichen zu ignorieren, war gefährlich. Sie korrekt zu deuten, bedeutete schlichtweg Macht. Doch was trieb diese Faszination an? Warum widmeten die Priester Mesopotamiens ihr ganzes Leben dem Studium der Gestirne? Und wie prägten ihre Entdeckungen nicht nur Religion und Politik, sondern auch die eigentlichen Anfänge der Wissenschaft selbst? In dieser Dokumentation reisen wir zurück ins alte Mesopotamien, erforschen die entscheidende Rolle der Priester als Astronomen, lüften die Geheimnisse ihrer Keilschrifttafeln und entdecken, wie ihr himmlisches Wissen noch heute in unserer modernen Welt nachhallt. Um 1200 anteste Christum. Christus war Mesopotamien bereits eine altehrwürdige Wiege der Zivilisation. Mächtige Städte wie Ur, Babylon und Ninive erhoben sich aus den fruchtbaren Schwemmlandebenen. Zikkurate, himmelstürmende Tempeltürme, dominierten die Skylines, erbaut nicht nur als Wohnstätten für die Götter, sondern auch als kosmische Observatorien, als symbolische Brücken zwischen der irdischen und der göttlichen Sphäre. Die Sumerer, die Jahrhunderte zuvor die Grundlagen der mesopotamischen Kultur gelegt hatten, waren als Volk verschwunden, aber keineswegs vergessen. Ihre Sprache lebte in religiösen und wissenschaftlichen Texten fort und ihre intellektuellen Traditionen leiteten weiterhin die babylonischen und assyrischen Priester. Die Verbindung zwischen Himmel und Erde war das fundamentale Prinzip, das die gesamte mesopotamische Weltanschauung durchdrang. Man glaubte, die Götter kommunizierten durch Zeichen in der Natur, den Flug von Vögeln, die Muster von Rauch und vor allem durch die Konstellationen der Sterne. Priester wurden jahrzehntelang in komplexen Schulen, den sogenannten Edubas, ausgebildet, wo sie riesige Bibliotheken von Omen auswendig lernten. Diese Ära war Zeuge der systematischen Kodifizierung astronomischer Aufzeichnungen. Auf Tontafeln, beschrieben mit Keilschrift, notierten die Priester Mondfinsternisse, den Auf- und Untergang der Venus, die Bahnen von Jupiter und Saturn. Dies waren keine müßigen Kuriositäten. Sie wurden als Warnungen oder Segnungen für Könige, Ernten und Kriege angesehen. Um effektiv zu regieren, verließen sich die Könige auf diese himmlischen Vorhersagen. Ohne sie konnte ein Monarch seine Legitimität verlieren. In vielerlei Hinsicht waren die Priester die unsichtbaren Berater, die politische Entscheidungen formten, indem sie die Botschaften des Himmels lasen. Die Priester als Astronomen. Anders als moderne Wissenschaftler trennten die Priester Mesopotamiens die Astronomie nicht von der Religion. Für sie waren beide untrennbar eins. Die Beobachtung der Sterne war ein Akt der Anbetung, eine Methode, dem göttlichen Flüstern zu lauschen. Die Priester stiegen auf die Spitzen der Zikkurate, wo die Luft klarer und der Horizont weiter war. Dort beobachteten sie den Himmel mit bloßem Auge, Nacht für Nacht, Jahr für Jahr. Langsam kristallisierten sich Muster heraus. Sie bemerkten, dass die Venus, der Stern der Göttin Inanna, zu verschiedenen Zeiten als Morgen- und Abendstern erschien. Sie verfolgten den Mondzyklus und erkannten seine Verbindung zu den Gezeiten und der Landwirtschaft. Was als göttliche Interpretation begann, verwandelte sich allmählich in wertvolle Daten. Über Jahrhunderte hinweg
wurden ihre akribischen Notizen zu den ersten Sternenkatalogen der Menschheitsgeschichte. Die Omen des Himmels. Eine der berühmtesten Sammlungen ist die Enuma Anu Enlil, eine monumentale Sammlung von 70 Tontafeln, die Tausende von himmlischen Omen enthielt. Ein blutroter Mond, das bedeutete Gefahr für den König. Eine hell leuchtende Venus vor der Morgendämmerung? Eine gute Ernte stand bevor. Aber waren diese Vorhersagen reiner Aberglaube oder frühe Wissenschaft? Die Wahrheit ist komplex. Indem sie Beobachtungen wiederholten und sie mit irdischen Ereignissen in Verbindung brachten, entwickelten die Priester eine Form der empirischen Studie. Sie suchten nach Mustern und legten damit, vielleicht unbewusst, das Fundament für die Astronomie selbst. Astronomie als politisches Machtinstrument. Die Könige von Babylon und Assyrien waren stark von ihren Priesterastronomen abhängig. Vor Kriegen konsultierten sie die Sterne. Vor dem Bau von Tempeln prüften sie die himmlischen Zeichen. Priester konnten einen verängstigten König beruhigen oder eine Invasion rechtfertigen, indem sie verkündeten, dass die Götter ihre Zustimmung gegeben hatten. Dies verlieh ihnen einen immensen, oft verborgenen Einfluss. In gewisser Weise waren die Priester die Torwächter zwischen Sterblichen und Göttern, aber auch zwischen den Herrschern und ihrem Volk. Mathematik und die Sterne. Um diese himmlische Ordnung zu entschlüsseln, entwickelten die Mesopotamier eine erstaunlich fortschrittliche Mathematik. Sie verwendeten ein Sexagesimalsystem, basierend auf der Zahl 60, das bis heute in unseren 60 Minuten pro Stunde und den 360 Grad eines Kreises überlebt. Dieses System ermöglichte es den Priestern, die Zeit zu messen, das Jahr in Monate zu unterteilen und Mondfinsternisse mit überraschender Genauigkeit vorherzusagen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor 3000 Jahren in Babylon und erleben, wie Priester eine Finsternistage vor ihrem Eintreten ankündigen. Für die einfachen Leute muss es wie reine Magie gewirkt haben. Das Erbe der sumerischen Astronomie. Viele moderne Sternbilder lassen sich bis nach Mesopotamien zurückverfolgen. Der Tierkreis, die 12-fache Teilung des Himmels, wurde hier erstmals kartiert. Ihre Aufzeichnungen beeinflussten die griechische Astronomie, die wiederum islamische Gelehrte und schließlich die europäische Wissenschaft prägte. In anderen Worten, wenn Sie heute auf Ihre Uhr blicken oder Ihr Horoskop lesen, wandeln Sie, ohne es zu wissen, auf den Spuren der sumerischen Priester. Heutzutage studieren Archäologen und Historiker weiterhin die mesopotamischen Tafeln. Jede neue Entdeckung enthüllt nicht nur, wie die alten Völker über die Sterne dachten, sondern auch, wie sie ihre Gesellschaft organisierten. Interessanterweise betrachtet die moderne Wissenschaft diese Priester nun als die ersten echten Datensammler der Geschichte. Ihr religiöser Rahmen mag ein anderer gewesen sein, aber ihre Methoden, sorgfältige Beobachtung, systematische Aufzeichnung, die Suche nach Mustern, waren erstaunlich wissenschaftlich. Gleichzeitig überlebt ihr Erbe auf unerwartete Weise. Die Astrologie, die weltweit immer noch praktiziert wird, stammt direkt von der mesopotamischen Himmelsbeobachtung ab. Obwohl wir nicht mehr glauben, dass Finsternisse über das Schicksal eines Königs entscheiden, bleibt der menschliche Wunsch, im Sternenhimmel eine tiefere Bedeutung zu finden. Ungebrochen stark. Was lehrt uns die Geschichte der sumerischen Priester über die Zukunft der menschlichen Neugier? Sie legt nahe, dass unsere Beziehung zum Kosmos ewig ist. Von Tontafeln bis zu Weltraumteleskopen haben wir schon immer versucht, unseren Platz im Universum zu verstehen. Zukünftige Entdeckungen auf dem Mars oder bei Exoplaneten könnten neue Mythen und neue Wissenschaften inspirieren, genau wie es der Nachthimmel einst für Mesopotamien tat. Experten meinen, dass wir auf unserem Weg tiefer in das Weltraumzeitalter vielleicht zu den neuen Priestern des Kosmos werden, indem wir Daten von Teleskopen und Satelliten so sorgfältig interpretieren, wie die Sumerer einst die Omen der Venus lasen. Die Werkzeuge haben sich radikal verändert. Die grundlegenden Fragen jedoch sind dieselben geblieben. Vor über 3000 Jahren, im Land zwischen zwei Flüssen, blickten Priester zum Himmel und glaubten, die Stimmen der Götter zu hören.
In ihrer Hingabe gaben sie der Menschheit etwas viel Dauerhafteres: die Anfänge von Astronomie, Mathematik und wissenschaftlicher Beobachtung. Ihre Geschichte erinnert uns an eine zeitlose Wahrheit. Wissen beginnt fast immer mit dem Akt des Staunens. Zu den Sternen aufzublicken bedeutet, Fragen zu stellen, die größer sind als wir selbst. Fragen nach Schicksal, Macht und unserer eigenen Existenz. Und während wir unsere eigene Reise in den Kosmos fortsetzen, sind wir vielleicht gar nicht so verschieden von jenen sumerischen Priestern. Auch wir durchsuchen den Himmel nach Sinn, nach Ordnung und nach den Antworten, die das Schicksal der Menschheit lenken könnten. Wenn Sie also das nächste Mal zum Nachthimmel aufblicken, fragen Sie sich: Bewundern Sie nur die Sterne oder setzen Sie auf eine uralte, tief menschliche Weise die Arbeit der allerersten Astronomen fort?